Hallo, ich bin hier heute mit Anja. Anja, Learn German with Anja. Wir sind hier in Berlin und haben euch ein kleines Video vorbereitet zum Thema Grammatik lernen. Und wir haben 10 Tipps für euch, die wir aufgeteilt haben auf 2 Videos. In diesem Video starten wir mit den ersten 5 Tipps. Anja, deine Bühne. Der erste Tipp ist, dass ihr die Grammatik schrittweise lernt. Also versucht nicht alle Grammatik auf einmal zu lernen, dann werdet ihr nur verzweifelt und habt keine Lust mehr, sondern ihr lernt die schrittweise. Und zum Beispiel das Thema Konjunktionen. Ja? Es gibt verschiedene Konjunktionen im Deutschen und manche Konjunktionen senden das Verb ans Ende. Und am Anfang könnt ihr euch nur merken, dass zum Beispiel die Konjunktion weil das Verb ans Ende sendet. Also zum Beispiel, ich bin heute hier mit Gabriel, weil wir ein Video für euch machen. Und machen ist am Ende. Und dann merkt ihr euch immer mehr Konjunktionen, die so etwas machen. Wisst ihr, also zum Beispiel da oder der oder die Fragewörter, was. Ich weiß nicht, was wir heute hier machen. Und das Verb geht ans Ende. Also schrittweise. Nicht alles auf einmal, sondern immer schrittweise. Okay, das ist der erste Tipp. Tipp Nummer 2, das kann man ein bisschen auf die Zeiten übertragen. Also in jeder Sprache gibt es, oder in den meisten Sprachen gibt es mehr als eine Vergangenheitsform und mehr als eine Zukunftsform. Jetzt ist es oft so, dass wir in der Schule oder in Sprachkursen gleich so viele wie nur möglich lernen und dann irgendwann feststellen, dass Muttersprachler gar nicht mal so viele Zeiten benutzen. Und das Interessante ist, wenn man über Vergangenheit oder über Zukunft spricht, um seinen Gedanken auszudrücken, muss man nicht alle diese Zeiten nutzen können. Ja. Es reicht aus, eine Zeit zu nutzen. Und deshalb ist es sinnvoll, statt alle Zeiten gleichzeitig oder hintereinander zu lernen, erstmal nur eine, und zwar die simpelste Zeitform zu lernen für die Zukunft und für die Vergangenheit. Und so kann man bereits anfangen, sich in diesen Zeiten auszudrücken, ohne Ja, dass genau. man alle anderen Und kennt. selbst die Zukunft braucht man vielleicht im Deutschen gar nicht so sehr, eher das Präsens. Ne? Morgen gehen wir an den Strand. Genau. Das ist auch, also ist sogar noch einfacher. Aber genau, du meinst jetzt das Zukunft 2 und so weiter. Zukunftsformen auch in anderen Die ganzen, Sprachen. ja, genau, richtig, stimmt. Ja, also genau. andere Es Sprachen, gibt- die viele verschiedene Zukunftsformen haben. Stimmt, genau. Wir sprechen ja über allgemeine Sprachen. Nicht nur Deutsch. Ja, es geht in dem Video nicht nur um Deutsch, sondern um alle Sprachen. So, der dritte Tipp ist, findet einen Gesprächspartner, dem ihr vertraut. Ja, also es kann ein Freund sein oder euer Partner oder einen Lehrer oder nur einen Sprachpartner. Findet jemanden, den ihr vertraut und der euch auch ab und zu berichtigen kann. Nicht immer zu, also es ist vielleicht nicht so gut, wenn ihr immer zu sagt, du sagst das falsch und das falsch und das falsch, aber dass er ab und zu sagt, hey, das sagt man eigentlich so, weißt du, und dann kannst du dich darauf einstellen und kannst das berichtigen und dich gleich am Anfang daran gewöhnen. Also das finde ich wichtig, einen Gesprächspartner zu finden, dem man vertraut und der einen berichtigt, ab und zu. Das Wichtige ist natürlich, Das dass ist- wenn zu oft korrigiert wird, dass Ja. es hemmt. Also deswegen Ja, genau. immer nur gezielt. Nur ein bisschen, wenn ein Fehler mehrfach auftritt und wieder schrittweise, also nicht zu viel auf einmal berichtigen. Das ist nicht hilfreich. Ja, genau. Tipp Nummer 4 ist, Grammatikregeln anzuwenden und nicht auswendig zu lernen. In der Schule werden wir darauf gedrillt, diese Grammatikregel müssen wir auswendig lernen. Wir müssen sagen, wie die Grammatikregel funktioniert. Und am Ende, wenn wir dann versuchen zu sprechen, dann brauchen wir erstmal 10, 20 Sekunden, um Ja. überhaupt die Grammatikregel abzurufen. Mhm. Was total sinnlos ist, denn wir lernen Grammatikregeln, damit wir besser sprechen können und nicht, damit wir jede Sekunde uns selber unterbrechen und erstmal überlegen müssen, wie geht das denn? Ja, richtig. Das heißt, um eine Grammatikregel anwenden, bedeutet, sich vielleicht die Regel anzuschauen und danach versuchen, Sätze mit dieser Grammatikregel zu bilden. Entweder indem man es spricht oder indem man es schreibt. Und wenn man das oft genug macht, dann hängt die Grammatikregel irgendwann im Kopf. Vielleicht kann man nicht genau beschreiben, was die Ja. Grammatikregel aussagt, aber man kann sie anwenden. Und das ist ja das Wichtige beim Sprechen einer Fremdsprache, Grammatikregeln immer direkt abrufen zu können, ohne dass man lange darüber nachdenken muss. Und sich Richtig, nicht die genau. ganze Zeit hemmt, dass man überlegt, oh, wie sage ich jetzt das und wie sage ich jetzt das. Ja, das ist sehr ähnlich mit dem letzten Tipp, mit dem 5. Tipp. Macht Übungen zur Grammatik im Kontext. Also nicht isoliert Grammatikregeln, Pauken und so weiter, sondern wenn ihr Übungen macht, zum Beispiel zu einem gesamten Satz und da ist diese Grammatikregel drin, wisst ihr, also im Kontext. Und nicht nur isoliert Pauken, 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 das bringt nichts, sondern immer so, dass es relevant ist und dass es im Kontext ist. Also ja, das würde ich noch sagen. Nicht Genau. nur, es ist ja sehr ähnlich mit Ja. dem 4. Punkt, nicht? Genau. Genau. Also ja.
Und so macht dann Grammatik lernen auch viel mehr Spaß, Genau. weil man nicht alles die ganze Zeit lernt und es zur Qual wird, sondern man direkt es anwenden kann und man auch direkt die Verbesserung sieht. Ja, genau. Und dann macht es auch viel mehr Spaß, wenn ihr einen gesamten Satz habt, der vielleicht wirklich im realen Leben irgendwann mal vorkommt, als wenn ihr nur ein einzelnes isoliertes Wort habt, was eigentlich irrelevant ist für das reale Leben. Aber wenn ihr einen kompletten Satz habt im Kontext, dann ist das wirklich etwas, dann sind da auch Vokabeln drin, die Satzstruktur und so weiter. Also das vereint wirklich die reale Sprache, wie wir sie anwenden und nicht nur ein Wort oder eine Tabelle mit irgendwelchen Deklinationen oder so. Das macht keinen Sinn. Genau, das sind unsere 5 Tipps. Das sind die ersten 5 Tipps. Die ersten 5, ja. Wir haben noch 5 weitere Tipps im nächsten Video vorbereitet. In der Beschreibung dieses Videos hast du den Link zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Und das nächste Video ist dann auf meinem Kanal und das Video machen wir auf deinem Kanal, oder? Richtig. Genau, richtig. Also der Link ist in der Beschreibung und vielleicht sehen wir uns dann wieder. Alles klar, Dankeschön und tschüss. Tschüss.